Drittes Saisonrennen in der deutschen Pro-Superbike-Meisterschaft. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind auf dem idyllischen Salzburgring und nach Regen im Training heute Sonnenschein pur, fast keine Wolke am Himmel, ideale Bedingungen und vor allen Dingen ideale Bedingungen für den Polesetter, für Jochen Schmid. Der Backnanger führt in der Meisterschaftswertung mit 7 Punkten Vorsprung vor Christa Lindholm. Der Weltmeister und amtierende Titelverteidiger ist im Training abgeflogen, hat sich ziemlich wehgetan, dazu mehr in den News. Der Österreicher Andreas Meklau hat hier sicher einen Heimvorteil, ist vor gar nicht langer Zeit hier Rundenrekord gefahren. Für Andreas Meklau gilt aber das Gleiche wie für Udo Mark. Wenn Sie in der Meisterschaft den Abstand ein bisschen verringern wollen, dann müssen Sie heute einfach vor Schmid und Lindholm ins Ziel kommen. Spannung genug und alles Weitere jetzt in den News von und mit Ihrem Kommentator Hannes Bichteler. Vor 4 Jahren war die Pro Superbike zum letzten Mal auf dem Salzburgring zu Gast. Was hat sich seither verändert? Wir haben eine komplett neue Boxenlage mit 31 Boxen bzw. 15 Doppelboxen, die den letzten Standard entsprechen, ausgerüstet mit den Voraussetzungen, die man für eine solche Veranstaltung braucht. Das andere wäre der Einbau der neuen Kurve, der Bridgestone-Kurve, nach Start und Ziel. Der Grund dieses Einbaus war die Verringerung der Geschwindigkeit in der Nocksteinkehre. Wir haben einen Kompromiss gefunden zwischen Vierabnahme und Fünfabnahme, sodass sowohl die Automobile wie auch die Motorräder diese neue Kurve jetzt in Zukunft fahren werden. Neue Herausforderungen also für die Fahrer. Die Reifenhersteller müssen bei jedem Rennen auf alle Bedingungen vorbereitet sein. Wir rücken circa mit 1000 Reifen zur Rennstrecke an, bei einer durchschnittlichen Veranstaltung. Die einzelnen Reifen sind ganz klar zu sehen. Der Slickreifen, der erste hier, ist wie gesagt in 5 Abstufungen bei uns im Programm. Und mit den Fahrern wird vor Ort entschieden, jetzt welcher von diesen 5 der geeignete wäre. Der zweite in dieser Liste ist ein teilprofilierter, ein sogenannter Intermediate, der in etwa einem geschnittenen Slick oder der mit Slick Gummi, aber mit Profilierung, um das Rest, was auf der Straße steht, zu verdrängen. Und zuletzt unser reinrassiger Regenreifen, der im Feuchten, im Nassen verwendet wird. Österreichs Speerspitze Andreas Meklau kommt als Vierter der Meisterschaft mit 40 Punkten Rückstand auf Jochen Schmid zum Salzburgring. In Wirklichkeit muss eigentlich den Führenden momentan eigentlich Punkte wegnehmen. Und vielleicht kann man da wer helfen oder vielleicht gibt es da einen Gegner, der was vielleicht auch Punkte wegnimmt. Aber das werden wir am Sonntag sehen. Mögliche Helferlein sind einheimische Gastfahrer. Aber am meisten verspricht sich der Mecki von der sogenannten Lederhosen-Connection. Sebastian Fitzthom und Christian Häusle. Ja, mental auf jeden Fall. Auf jeden Fall werden wir den Andi unterstützen und hoffen ihm, dass er den Lauf gewinnen kann. Er ist sehr nah dran, er war bei vor 1,5 Wochen schon sehr schnell unterwegs. Und wir hoffen schon, dass es ein Heimsieg werden kann. Einer, der es alleine schaffen muss, ist Christa Lindholm. Langsam kommt er des Weges der sonst so schnelle Schwede. Was war passiert? Ja, da war es nur ein, was sagt man im Rennen, normaler Highsider. Eine neue Schikane. Und das ist, was sagt man, ganz kleine Geschwindigkeit, der erste Gang. Und hat nur so viel Gas und ein Highsider. Das Motorrad ist okay, aber wird die Verletzung den amtierenden Meister behindern? Mit dem Motor, nee, aber mein Rücken vielleicht ein bisschen in der Kurve. Ich habe Probleme in der Schikane und in der Kurven, aber ich glaube, morgen geht es auch besser. Nach dem Auftaktrennen in Zweibrücken gibt das Team Alpha Technik Suzuki zum zweiten Mal einem Gastfahrer die Chance, ein eigentlich konkurrenzfähiges Big Bike zu pilotieren. Ich möchte dem Team nicht einen Schrotthaufen wieder hinstellen, sondern ich möchte halt das Motorrad heilen lassen. Ich möchte nicht unbedingt die rote Laterne tragen müssen und halt einfach Spaß haben. Also ich denke, das ist das Wichtigste. Und zum Schluss unserer News die schönsten Bilder der Trainingsschnellsten. Auf Startplatz 4, ganz außen in der ersten Reihe, der zweifache Meister der vergangenen Jahre, Yamaha-Pilot Christa Lindholm aus Schweden.
Auf Startplatz 3 mit der Startnummer 3 der einzige Honda-Pilot im Feld, Roger Kellenberger aus der Schweiz. Startplatz 2 für den einheimischen Andreas Mecklau auf der 996er Ducati. Und der Polesetter heißt wie in Zweibrücken und Hockenheim Jochen Schmid aus Backnang auf seiner froschgrünen Kawasaki. Liebe Zuschauer, wir haben uns mal ganz nach hinten in die letzte Startreihe begeben und zeigen Ihnen einfach mal, wer dort ist. Die kommen ja normalerweise nicht so oft ins Bild. Da steht zum Beispiel der Alexander John und der Onkel von ihm ist der Manfred John, der Teamchef von Kawasaki, vom Polesetter von Jochen Schmid. Der steht natürlich nicht gerne da, aber mit diesem Namen, mit diesem berühmten wird es auch sicherlich besser werden in Zukunft. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Da steht zum Beispiel hier mit der 20 Harry Fahrt, der hatte unheimliche Motorenprobleme auf dem Hockenheimring, musste alles neu aufbauen. Eine riesige Herausforderung für ihn, aber Sie sehen es selber, es hat geklappt und ich finde, er schaut auch ganz zuversichtlich rein. Neben ihm direkt steht der älteste Starter im Feld, das ist Richard Heinrichsmeier. Mit 46 Jahren greift er hier heute an bei dem dritten Rennen dieser Saison auf dem Salzburgring. Der Polesetter ist aber nach dem Training Jochen Schmid. Und der Backnanger, er muss eigentlich vorsichtig fahren, dabei will er das natürlich gar nicht. Aber seine Ersatzteile stehen regelrecht im Stau. Zur Pole Position muss ich sagen, ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich es geschafft habe, hier auf dem ultraschnellen Salzburgring auch den ersten Startplatz rauszufahren. Im Vorfeld wusste ich eigentlich schon, dass der Andy Mecklau mit seiner wirklich schnellen Ducati der Mann der Stunde sein wird hier. Und ich denke auch, dass es heute im Rennen ganz wichtig sein wird, den Andy Mecklau im Auge zu behalten und am Start so gut wie möglich keinen Platz zu verlieren. Also Sie sehen es, was sich der Jochen Schmid ausrichtet. Er wird sicher einen großen Fight haben mit dem Andreas Mecklau und wartet aber immer noch auf Teile seines Motors, die noch in Japan stehen. Hier zum Beispiel mit der Nummer 5, der Jörg Schmidt, hat auch große Motorenprobleme gehabt, steht in der vorletzten Startreihe. Aber auch er dabei und will natürlich weiter nach vorne kommen. Dann gehen wir ein bisschen weiter hier runter zur 21. Das ist Sven Wassermann, der ADAC-Cup-Gewinner. Auch er in der vorletzten Startreihe schon voll konzentriert. Wie immer. Und voll konzentriert ist zum Beispiel auch Michi Rudroff. Wir wissen, dass der Bayer schnell ist. Er hat den 4. Startplatz. Aber das Problem ist einfach, er hat immer irgendein Problem mit seiner Maschine. Wir haben unseren guten Motor haben wir natürlich geschlachtet im zweiten Training und ich bin gerade 2 Runden im zweiten Training gefahren und deshalb müssen wir den alten Motor, also den 155er Motor einbauen und ich hoffe, dass der da mithalten kann. Sie sind es gewohnt, liebe Zuschauer, dass es bei uns immer eine Tipp des Tages gibt und heute professioneller geht es nicht von Ernst Gschwender, dem Superbike-Meister. Ernst, du hast dein letztes Rennen hier auf dem Salzburgring bestritten und bist daher sicher der Beste, den wir fragen können. Was gibt es für einen Tipp des Tages heute von dir? Also hier auf meiner Lieblingsrennstrecke Salzburgring, glaube ich, ist der Jochen Schmid sehr stark. Allerdings der Mecklau mit seiner Ducati in der engen Schikane wird auch gut sein, er hat Heimvorteil. Und der Christa Lindholm hat einen Sturz gehabt, aber er beißt die Zähne zusammen. Also ich glaube, dass der Jochen Schmid seinem Mechaniker und meinem ehemaligen Mechaniker Kurt Stückler ein Geburtstagsgeschenk machen wird und einen Sieg schenken, weil der Kurt hat immer einen Hammermotor dabei. Genau, und hat eben Geburtstag, hat der Ernst schon gesagt. Vielen Dank, Ernst Gschwender, wir werden es sehen. Wir gehen ganz kurz nach München und dann meldet sich hier Kommentator Hannes Bichteler. Bleiben Sie bei uns, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier am Salzburgring an diesem Pfingstsonntag zum 5. und 6. Lauf der internationalen deutschen Pro-Superbike-Serie. Und ich darf auch einen Co-Kommentator heute bei mir in der Box begrüßen. Es ist der Michael Galinski, Superbike-Meister von 1986. Schön, Michael, dass du da bist. Du kannst uns ein paar fachliche Kommentare heute hoffentlich mit beitragen zu diesen 2 Rennen. Beste äußere Bedingungen. Also ich denke, es sind 2 tolle Läufe zu erwarten. Die Spitze ist recht eng beieinander. Genau, es kann, glaube ich, vom Wetter her nicht besser sein. Die Fahrer werden sehr gut schwitzen und wir schwitzen nicht minder. Ja, und wir gehen direkt rein in die Startaufstellung. Hier sehen Sie das Insert, das Porträt von Jochen Schmid.
auf seiner grünen Granate der Kawasaki vom Team Green. Dann daneben Andy Mecklau, das wohl die zwei, die heute um den Sieg fahren werden auf der 996er Ducati. Daneben Christa Lindholm, der zweifache Meister, der natürlich immer noch darauf aus ist, dieses Jahr den Hattrick zu schaffen. Und der vierte in dieser ersten Startreihe, Michi Rutroff, auf seiner Cinque Ducati vom Rallye Sport Racing Team. Das ist die erste Startreihe. Die Fahrer sind auf der Aufwärmrunde, kommen eben wieder hier zu Start und Ziel. In der Reihe 2 dann Roger Kellenberger, wirklich der Mann des Jahres, muss man fast sagen, nach den Ergebnissen der letzten Jahre. Und dann daneben, Sie haben es gesehen, in der dritten Reihe dann Robert Hüber, jetzt geht es ein bisschen schnell, vierte Reihe Guderian, Wolfsteiner, Dimpel und Schneider. In Reihe 5 Skora, Adrava, Christian Häusle, einer vom Lederhosen-Team Connection hier, und Paul Leuthardt, Niederkircher, Rötig der Gastfahrer, Kamleck und Folger. In der Reihe 6 Großes Feld, Mansmundsberger, Gütusch und Platazis, Franz Esterer Pollheide, Weg in der Reihe 8. Grüninger Wassermann, Mendel und Schmid in Reihe 9. Insgesamt 40 Fahrer sind dabei, haben sich qualifiziert nach den beiden Zeittrainings. Hier der Rest der Startaufstellung. So, das Feld formiert sich. Beste äußere Bedingungen. Sie sehen es hier. 22 Grad der Asphalt, die Luft 18 Grad. Noch in der Sonne ist ein bisschen wärmer. Auf diesem ultraschnellen Kurs hier im Training die Spitzengeschwindigkeit von Polesetter Jochen Schmid bei einem Schnitt von 184,075. Bereits daran können Sie ablesen. Hier geht es so richtig zur Sache. Zur Strecke vielleicht im Laufe des Rennens dann mehr. Wir warten auf den Start, da gibt es wohl einige Probleme. Ich kann die Nummer nicht erkennen. Das ist mit der Startnummer 5 Jörg Schmid. Und jetzt ist es soweit. Alle stehen bereit. Marshall vorne und hinten am Feld ist durch. Die rote Ampel leuchtet und grün. Das Rennen ist gestartet und Jochen Schmid scheint am besten wegzukommen. Dann gefolgt von Christa Lindholm. Das zunächst mal die ersten zwei. Dann Andy Mecklau. Links Johnny Akerold mit der 11. Mit der 7 dann Michi Rutroff. Und hier wird es eng. Vor dieser neuen Schikane. Und da kommt das Feld beinahe zum Stehen. Und Christa Lindholm ist vorbei. Nein, hier kann Jochen Schmid nochmal zumachen. An dritter Stelle dann Andreas Mecklau vor Johnny Akerold. Ja, jetzt ist es ganz wichtig, zum Beispiel für einen Udo, der ein schlechtes Training hatte. Im ersten Training ist sein Motorrad nur auf 3 Zylinder gelaufen und jetzt ist es für ihn wichtig, vor den Zug nicht abfahren zu lassen, weil auf dieser ultraschnellen Strecke, wie wir schon gehört haben, ist der Windschatten enorm wichtig. Ja, nun geht es die Gegengerade runter, das ist die schnellste Stelle. Und hier die Anfahrt zur Fahrerlagerkurve. Schmid, Mecklau, Lindholm. Wir sehen, welche unterschiedliche Linien hier auch gefahren werden. Da kann sich der Andi mit seiner doch sehr starken Ducati in den Windschatten vom Jochen hängen. Ja, jetzt müssen die anderen ein bisschen aufpassen, dass die beiden nicht vorne abfahren, weil das ist auf der Gegend, gerade in dem Berg hoch, immer enorm wichtig, dass man da den Windschatten hat. Und es wird sich bestimmt so ein kleiner Zweierpulk jetzt bilden. Vorne die beiden können sich vielleicht lösen und dann gleich die anderen dahinter. Ja, und dann der zweite Pulk hier mit Lindholm, mit Akerold, mit Rutroff, mit Kellenberger. Ja, diese neue Bridgestone-Schikane, die soll einfach den Speed rausnehmen vor der Nocksteinkehre. Da gab es in der Vergangenheit noch böse Abflüge. Zum letzten Mal fuhr die Pro Superbike hier 1994. Dann fuhr man zweimal auf dem A1-Ring in Spielberg, bei Spielberg. Im letzten Jahr fand kein Lauf in Österreich statt und dieses Jahr ist man wieder da und das mit einem gigantischen Starterfeld von 40 Fahrern. Und es ist genau so, wie Michael, wie du sagtest, die zwei können sich schon ein bisschen absetzen. Der Christa kann noch ein wenig folgen und auch der Roger Kellenberger, dann Rutroff und Akerold und der Udo Mark, der da hinten an diesem Zug noch mit dran hängt.
Und da ist der Mecki zunächst mal vorbei. Kann der Jochen kontern? Nein, da muss er sich ein bisschen hinten anstellen. Wobei das sicherlich in dieser Phase des Rennens kein Problem darstellt. Nein, mit Sicherheit nicht, aber man sieht schon, dass Andy Mecklau wirklich schon weiß, dass er schnell fahren kann und das auch alleine führen kann, weil es ist als Führenden immer etwas schlecht, vorauszufahren, hinterherfahren ist einfach besser, man kann die Linie studieren, man kann so ein bisschen was abschauen, aber Andy ist sich ziemlich sicher, denke ich. Also das ist auch gut in der Anfangsphase dieses Rennens, das über 16 Runden geht, über 67 Kilometer, ein bisschen Selbstvertrauen gleich zu finden. Ich denke, der Andi konnte über dieses Wochenende recht zufrieden sein mit seinem Abschneiden. Ja, der Andi hat halt seine schnellste Runde auch im Rennen wirklich auf Rennreifen gefahren, weil Michelin setzt keine Qualifier ein, so wie Dunlop zum Beispiel mit Jochen Schmid, die dann für 2-3 Runden wirklich die absolute Topzeit zulassen. Und daran sieht man schon, er kann mit Rennreifen wirklich konstant schnelle Runden fahren. Und der Jochen wird wirklich alles dran geben, dass er erstmal folgen kann. Wir haben auch eben zum ersten Mal den Spanier Saus im Bild gesehen mit der Startnummer 2. Wo wir nicht wissen, ob heute sein Vater mit dabei ist, der bei den ersten beiden Rennen in Zweibrücken und in Hockenheim es tatsächlich gewagt hat, muss man beinahe sagen, von Barcelona mit dem Motorrad zu den Rennen zu fahren und dann am Wochenende wieder zurück, um am Montag brav bei der Arbeit zu erscheinen. Das ist wahrer familieninterner Enthusiasmus und hier ist er im Bild, der Robin Saus. Ein talentierter Mann, er fuhr ja auch die Weltserie im letzten Jahr. Ja, er fuhr 600 Supersport, die Weltserie und es ist ein Mann, der wird wirklich von Grund auf aufgebaut. Metzler hat ihn mit den Reifen versorgt, sie wollen ihn wirklich von Grund auf mit aufbauen und das Alpha-Team hat ihn jetzt integriert. Und sie haben da wirklich einen erfahrenen, unter Anführungsstrichen, aber einen sehr schnellen Mann und den sie da zur Reife bringen wollen, dass er auch wirklich vorne konstant mitfahren kann. Und hier sieht man doch, dass das Führungsduo etwas auseinanderreißt. Das mag auch von der Perspektive etwas verzerren. Also Lindholm Rudroff, Kellenberger, Marc Eckerold, Saus und dann Robert Hüber, Christian Heuste auf einem hervorragenden 8. Platz und auch Werner Dimperl, die beiden Ducati-Fahrer aus dem Remus-Team von Andreas Mecklau. Was ist hier los? Ja, der Roger Kellenberger, der zeigt wieder, dass er wirklich kämpfen kann. Also er sticht wirklich in Lücken rein, die noch so klein sind. Und da wird es wirklich in diesem sogenannten zweiten Pulk wirklich spannende Kämpfe geben. Da werden wir uns noch auf einiges gefasst machen. Hier der zweifache Meister im Bild. Und hier kommt der Andi Mecklau. Und spielt der Seitencomputer ein wenig verrückt. Um auf die neue Schikane nochmal zu sprechen zu kommen. Es ist einfach wirklich eine Schikane im wahrsten Sinne des Wortes geworden, weil es wurde ein bisschen zu gut gemeint, sagen fast alle Fahrer, weil es doch sehr eckig geworden ist. Aber ansonsten hier mit dem neuen Farbenbelag ist man eigentlich sehr zufrieden und die Boxanlage wurde neu geschaffen und es wurde eigentlich viel gearbeitet hier. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Nürburgring, wo dann das Vidol S zu einem Vidol Z wurde, bis das Ganze jetzt ja auch wieder entschärft wurde, sowohl für Motorräder wie für Autos. Und jetzt sind sie fast auf einer Linie. Dieses Spielchen, das werden wir jetzt wirklich fast über das ganze Rennen sehen, weil gerade auf dieser langen Gerade, da werden sie sich Windschatten-Duelle liefern und jeder wird versuchen, am Ende aus dem Windschatten raus zu überholen. Das ist ja am Ende dieser schnellen Bergauf-Passage, schalten die Spitzenfahrer nur einfach zweimal runter, mit der Motorbremse wird in diese schnelle Links- und dann Übergang in die rechte, ganz lange Fahrerlagerkurve gefahren. Ich denke, da ist auch die Linie wichtig, wie man in die Fahrerlagerkurve reinkommt. Für den optimalen Speed ist die Linie sehr wichtig, aber manchmal ist das so ein bisschen schon in dieser Phase vielleicht noch etwas zu früh, aber ein bisschen taktieren, ein bisschen blockieren, dass man, wenn man praktisch gerade vorbei ist, einem so ein bisschen die Linie kaputt macht, in Anführungsstriche. Und das wird sich dann nachher, ganz wichtig ist es in der letzten Runde, wer da vorne ist, der hat eigentlich die meisten Schwierigkeiten, wenn einer direkt dahinter fährt. Und hier bremst sich der Jochen wieder vorbei in dieser Schikane. Der Rundenrekord, wenn Sie so wollen, liebe Zuschauer, der stammt aus dem Jahr 1994 von Carl Fogarty.
also dem Superbike WM-Fahrer. Und da lagen die Zeiten bei 1,20 ungefähr. Das ist schon ein paar Jährchen her. Und hier die Spitzenzeit, die Polezeit von Jochen Schmid, die lag bei 1,22,618. Also diese Schikane hat doch ganz schön Dampf rausgenommen vor der berühmt-berüchtigten Nocksteinkehre. Also die zwei haben sich nun schon ein ganzes Stückchen abgesetzt. Das war eigentlich auch aufgrund der Trainingszeiten so ein bisschen zu erwarten. Die beiden haben wirklich mit Abstand die schnellsten Motorräder auch. Und dem Christa fällt so ein bisschen schwer, den Anschluss zu halten. Und der Roger Kellenberger, der macht praktisch jetzt mit dem Lindholm sein eigenes Rennen. Und das ist hart genug. Und da wird sich der Udo noch mit dazu tun. Das ist praktisch wirklich absoluter Fight dort. Und das war das Stichwort. Der Jochen fuhr eben eine schnellste Runde mit 1,23,555. Hier sehen Sie es, wie die Maschinen arbeiten. Sie kommen meistens auf einem Rad aus der Schikane. Diese Schikane, die wird auch im ersten Gang gefahren. Wir können nachher mal eine Data-Recording-Runde, die wir vom Team von Jochen Schmid bekommen haben, mal durchgehen, damit man mal sieht, was für ein Speed hier gefahren wird. Das ist, glaube ich, ganz interessant und wir können es bei Start und Ziel ja mal gleich machen. Du hast die Daten vorlegen, du darfst das dann auch übernehmen, während wir hier eine wunderbare Studie sehen. Hier Christa Lindholm, gefolgt von Udo Mark. Der nicht ganz so zufrieden war, nicht ganz zurechtkam. Ihm gingen doch fast 2 Trainingssitzungen durch die Lappen. Ja, ist richtig. Also wir hatten eigentlich erstmal nicht zu findende Motorprobleme, Aussetzer, die im Endeffekt wirklich nur durch einen ganz kleinen Stecker verursacht wurden. So ist es manchmal im Hightech-Bereich. Und dadurch gingen 2 Trainings wirklich durch die Lappen und ihm fehlt jetzt die Abstimmung fürs Rennen, für den Speed, den er jetzt fährt. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn mir einfach ein paar Trainingssitzungen fehlen und ich dann am Schluss dennoch feststelle, dass ich eigentlich mit bei der Musik bin? Ja, es ist so, man muss sich das vorstellen, es sind unheimlich große Schritte, in der Zeit sehr kleine. Wenn man zum Beispiel im Rennen dann 3/4 Zehntel schneller fährt und wirklich am Limit fährt, dann ist die Abstimmung, die man sich vorher erarbeitet hat, nicht mehr gut genug. Dann fängt das Fahrwerk wieder an zu wackeln. Da sind irgendwelche Sachen, die wirklich bei 3/4 Zehntel schneller dann zu tragen kommen, die man vorher im Training vielleicht hätte probieren können, wenn man da mehr Zeit gehabt hätte. Aber in diesem Sinne, es ist einfach so, ihm fehlt was und jetzt muss er schneller fahren, um bei der Musik dabei zu bleiben und hat es natürlich mit dem Fahrwerk schwieriger. Ja, das ist also ein bisschen eine Schraube ohne Ende, während hier der genannte Udo Mark im Infight mit dem amtierenden Meister Christa Lindholm zu sehen ist. Nach den Zweien reißt nun auch schon ein kleines Loch auf zu Roger Kellenberger. Ja, man hat gerade ganz schön gesehen, also sie haben wenigstens von der Abstimmung her, von der Motorabstimmung her, das haben sie gut im Griff. Er konnte aus dem Windschatten raus überholen, der Udo. Und es ist hier, weil unheimlich viel Wald ist, auch viel Sauerstoff in der Luft. Und trotz dieses warmen Wetters wurde relativ groß gedüst oder bei den Einspritzanlagen relativ fett eingestellt. Ja, man hat fast das Gefühl, der Udo kann sich ein bisschen absetzen. Oder wird der Christa langsamer, denn Roger Kellenberger ist dran. Ja, der Christa hat es in dem Burg wirklich nicht leicht, weil hier auf diesen absoluten Highspeed-Graden muss er mit seiner Yamaha wirklich alles geben, dass da nicht jetzt zu Udo eine Lücke aufreißt. Also man kann ganz klar sagen, die Yamaha von Christa Lindholm ist hier nicht mal das zweitschnellste Motorrad im Feld. Nein, es ist wirklich ein ganz ausgewogenes, ausgereiftes Motorrad, was über so lange Zeit bestimmt. Aber wenn man ganz ehrlich ist, der reine Topspeed, das fehlt ihm ein bisschen zu der Kawasaki oder zu der Ducati von Nemeclau. Also das ist der Kampf um die Plätze 3, 4 und jetzt kann Lindholm wieder vorbeigehen. Ja, es straft nämlich so ein bisschen Lügen. Also aus dem Windschatten raus kann er auch sehr gut überholen. Also ja, nehme ich meine Aussage doch zurück. Gut. So, und wenn du vielleicht jetzt, wenn wir Jochen Schmid wieder im Bild haben, knapp vor Andi Meklau in der nächsten Runde,
mal ein bisschen den Kurs erklären könntest. Anhand des Data Recordings. Ja, also wir fahren jetzt hier auf Start und Ziel, wie man es nennt, also auf dieser langen Gerade vor der ersten Schikane. Da hat der Jochen eine Höchstgeschwindigkeit von 236 bei 13.600 Umdrehungen. Fährt dann nur im 5. Gang und muss dann diese Schikane wirklich 4-mal runterschalten, weil die wird im 1. Gang gefahren. Ne? Und diese Schikane fährt man nur mit 68 km/h, beschleunigt dann hoch bis zum 3. Gang und ist dann schon wieder vor der Nordsteinkehre 220 km/h schnell und schaltet vom 3. Gang dann wieder runter, jetzt in den 2. Gang. Und dann geht es lang den Berg rauf, wobei da wirklich alle Gänge genutzt werden. Da geht es bis im 6. Gang hoch, wobei da eine Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h erreicht wird. Und das wird bei 13.900 Umdrehungen geschehen. Jetzt nochmal dieser kurze Schlenker und dann geht's in die Fahrerlagerschikane. Genau, jetzt kommt gleich dieser wirklich Michael, der Andi Mecklau eben die schnellste Rennrunde gefahren hat. Ja. Ja, jetzt von dieser langen Bergauf-Geschichte geht es in eine mörderisch schnelle Linkskurve, wirklich diese Mutecke, Fahrerlagerkurve. Da wird 2 Gänge einfach nur runtergeschaltet, man lässt sich dann in dieses Loch treiben und fährt da im 4. Gang bis auf diese enge Schikane vor Start und Ziel, die man dann wieder im 2. Gang fährt. Hier mit 116 km/h im 2. Gang wieder raus beschleunigen bis im 5. vor der Schikane. Das war eigentlich im Großen und Ganzen unsere Runde. Und bald ist es soweit, die ersten Überrundungen. 7 Gastfahrer aus Österreich sind hier am Start, also neben den Stammfahrern wie Sebastian Vitzthum, Werner Demperl und Christian Häusle neben Andi Mecklau. Und hier ist der Christa wieder vorne, dann Udo Mark und dann Roger Kellenberger, der etwas mit dem neuen Reglement kollidierte nach dem 2. Zeittraining, wo er ursprünglich auf den Ergebnislisten auf Rang 4 auftauchte. Und hier ein Sturz von der 23, das ist Marcel Mendel. Hat er sich da nicht wehgetan? Ja, hier immer wieder dieses haarige Überholmanöver vor der Linkskurve. Wer hier schon mal auf den Salzburgring gefahren ist, der weiß, wie viel Herz, wie viel Mut man braucht, um vor dieser Linkskurve noch vorbeizugehen. Das ist auch so ein bisschen ein Problem beim Überrunden, sagen wir mal, oder wenn man auf langsame Fahrer aufläuft, weil diese Bergauf ist eine permanente leichte Kurve und da kriegt man Fahrwerksunruhen, leichtes Schlingern und ja, man muss sich einfach entscheiden, fährt man links vorbei, fährt man rechts vorbei und das im Bruchteil von Sekunden und da braucht man wirklich viel Herz für, dass man sagt, okay, jetzt steche ich vorbei. Das ist ein ganz verbissenes Trio hier. Ja, um den Satz zu Ende zu bringen mit Roger Kellenberger, er stand eigentlich auf dem 3. Startplatz und nach dem 2. Zeittraining musste er zum Wiegen und er war um rund 200 Gramm zu leicht. Ja, es ist richtig, also es wird natürlich schon hart an die Grenze gegangen, nur ja, da war es ein bisschen zu hart, es waren zwar nur in Anführungsstriche 200 Gramm, aber das Reglement muss eingehalten werden. Der Roger hat eine Runde mehr gedreht, als er eigentlich sollte. Er hat noch die Auslaufrunde gefahren. Das waren seine 200 Gramm Benzin, die er dann einfach nicht mehr hatte. Und deswegen wurde ihm das 2. Training gestrichen und er war auf dem 5. Startplatz. Und ein zweiter Punkt dieses neuen Reglements in diesem Jahr, diese Ein-Motorrad-Regelung, die hat Suzuki Deutschland zu spüren bekommen. Ja, das ist auch richtig, weil das mit dem einen Motorrad, was natürlich auch sehr gut ist, man sieht es an diesen Starterfeldern, aber Suzuki Deutschland mit dem Problem im Training, Motorrad lief nur auf 3 Zylinder und deswegen war es da ein Problem, was eben... Hier sahen Sie wunderbar eben in dieser Superzeitlupe, wie die Maschinen arbeiten, der Slide übers Hinterrad und dann das Rausbeschleunigen aus der Kurve, wo die Kraft kaum zu halten ist und das Vorderrad steigt. Und jetzt geht dieses Spiel der Überrundungen los, die da dann oft das Zünglein an der Waage spielen können. Udo Mark hier im Bild. Hier vorne die Spitze eben durch. Diese Überrundungen sind manchmal wirklich rennentscheidend, weil wenn man vor einer Kurve noch so gerade durchschlüpft und dann auf der Gerade so ein bisschen Luft hat, ne, dann hat man sich eigentlich wirklich einen Vorteil verschafft. Nur hier durch diese schnellen Geraden ist der Windschatten sehr lang. Deswegen kann man sich da eventuell wieder ranziehen. Es war, wenn wir uns an Hockenheim erinnern, ähnlich. Da waren auch Überrundungen am Schluss ausschlaggebend zwischen dem Jochen Schmid und dem Christa Lindholm.
Wenn man da mal den Faden verloren hat, ist man weg. Ja, es ist einfach, man muss das abchecken. Es ist so ein bisschen als Rennfahrer dieses Mehr an Risiko, was man geht, um da doch noch durchzuschlüpfen und sich einen Vorteil zu verschaffen. Und die Sicherheit, dass man nicht kollidiert. Also das muss man abwägen. Das hat jeder für sich selbst entschieden. Und was ist hier los? Jochen Schmid wird deutlich langsamer. Da gibt es ein Problem. Das war's für Jochen Schmid in der 12. Runde in Führung liegend. Er hebt die Hand, er hat ein Problem. Und das ging ruckzuck. Sie sehen es an seiner Reaktion, er schüttelt den Kopf. Also mit allem hat er gerechnet, hat sich auf alle Fights eingestellt, aber das mit Sicherheit nicht. Und einsam in Front damit Andreas Meklau. 40 Punkte liegt er hinter Jochen Schmid zurück. Bis dato nach Zweibrücken und nach Hockenheim noch 3 Runden zu fahren. Also ich gönne es dem Andy wirklich erstmal, weil er Österreicher ist, vor heimischem Publikum und zweitens, weil er immer so gut gekämpft hat und er hat immer dieses kleine Quäntchen hat immer gefehlt. Und er ist hier wirklich super drauf und fährt seinen Strich herunter. Toll. Ja, und es macht natürlich die Meisterschaft wieder spannend. Es lässt doch die Sache noch etwas offen. Also mir tut es auch leid für den Jochen, ganz klar. Aber eigentlich von der Dramatik dieser Pro Superbike-Serie, hier sehen wir nochmal eine wunderbare Studie. Hier sehen Sie es, dann schmiert er etwas über den Hinterreifen, wobei hier fängt er sie noch sehr gut ab. Und gleich wieder das scharfe Umlegen. Herrliche Bilder. Ja, und das sind die Verfolger, wenn man das überhaupt noch so sagen kann. Noch gut 2 Runden sind zu fahren hier im ersten Lauf, 5. Lauf der Pro Superbike 98. Christa Lindholm und Udo Mark. Und der Udo gibt sich hier wahrlich nicht geschlagen. Hat natürlich dementsprechend Biss nach diesem Trainingsrückstand. Und wie sagte auch sein Teamchef vorhin nach dem Warm-up in der Box, der Udo wird es schon richten. Genau, also er hat im Warm-up heute Morgen die schnellste Zeit gefahren. Er ist jetzt motiviert und er will so wirklich zeigen, Mensch, es geht doch. Es ist frustrierend, wenn man wegen so Kleinigkeiten das Training versaut und dann hat man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Biss. Man sieht hier wirklich, er ist voll am Limit. Das ist wirklich gut. Geht hier vorbei. Die Maschine wackelt beim Anbremsen. Ja, und relativ unscheinbar hat sich Roger Kellenberger an die 4. Position geschoben. Der man sagt, wenn wir gerne von den besten Privatiers sprechen, in dem Falle wäre es Robert Hüper auf Rang 7, dann sagt auch besonders sein Vater, der immer mit dabei ist, ja, der Roger ist ja eigentlich auch ein Privatier. Auf der einzigen Honda, auf der Tide Honda hier im Feld. Ja, jetzt wird es relativ voll werden, weil gleich kommt der Andy wirklich in den Pulk der Überrundeten und wir wollen mal hoffen, dass da wirklich die blauen Farben geschwenkt und auch gesehen werden. Ja, und ich denke, er wird da jetzt nichts mehr riskieren in der letzten Runde. Aber das ist ja wohl bei allen Rennfahrern das Gleiche. Sie sagen hier wieder, wie das Vorderrad nach oben schnappt beim Rausbeschleunigen. Also, ich höre gerade aus der Box, Jochen Schmid hat irgendeinen Schlag bekommen und da ist was weggeflogen. Und sie wissen jetzt auch nicht, ob sie das Ersatzteil noch rechtzeitig herbekommen, um zum zweiten Lauf wieder antreten zu können. Das wäre natürlich besonders bitter, wenn er hier gleich zweimal mit einem Nuller den Salzburgring verlassen muss. Während wir hier den Andreas Meklau auf seiner letzten Runde, auf seiner Siegesrunde sehen. Oh, 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 oh. Da macht ihn noch mal einer wirklich die Türe zu und er hat es eben nicht gesehen. Deswegen, es kommt schon darauf an, dass man da sieht, noch sauber durchzukommen. Ja, das ist der österreichische Gastfahrer Ali Kütüş. Jeder ist sich selbst der Nächste, aber da sollte man schon ein bisschen aufpassen.
Und das war's. Andreas Mecklau gewinnt den 5. Lauf der Pro Superbike 98 hier auf dem Salzburgring. Nach 16 Runden, einer Zeit von 22,31 Minuten. Das ist auch eine verdammt schnelle Zeit. Ja, es ist richtig. Also die haben wirklich gegeben. Es wurde wirklich hart gefeitet und es ist umso tragischer bald, dass Jochen jetzt mit dem zweiten Rennen nicht mehr mitfahren kann, wenn es wirklich ein großer Motorschaden ist. Das ist wirklich ja, nicht gerade eine Bereicherung. Da kann sich bestimmt der Andy auch nachher absetzen. Ja, und hier haben wir nochmal eine Studie von dem Andi Mecklau, der hier 25 Punkte kassiert. Beim ersten von 2 Läufen, 3. Runde. Hier ein Blick auf die Ergebnisse. Christa Lindholm wieder hervorragender Zweiter, Udo Mark auf 3. Roger Kellenberger hat es wieder knapp nicht geschafft aufs Podium und Johnny Akeroyd hervorragender 5. Rudolf Huber, Klaus Berner und Dimperl. Soweit diese Ergebnisse bis zu Rang 5. Andi Mecklau, überglücklich, das war bald Sieg mit Ansage, wobei du gestern ja noch gesagt hast, naja, vielleicht hilft mir ja irgendeiner, den hast du ja gar nicht gebraucht, den Stefan Vitzthum oder den Christian Häusle. Nein, also bin manchmal schon sprachlos und bin einfach happy. Und ja, was Schöneres kann eigentlich gar nicht passieren zu Hause und ja, es war perfekt. Genau, was soll er auch dazu sagen? Udo Mark, herzlichen Glückwunsch auch zu Rang 3, schon wieder richtig gut auf den Beinen im Vergleich zum Hockenheimring. Geht's dir wieder okay? Ja, mir geht's sehr, sehr gut und klar, kleine Probleme. Aber bei so einem Wetter am Salzburgring macht es riesig Spaß. Glaube ich, und du musst ja angreifen, wenn du bei dem Thema Meisterschaft noch was mitreden willst. Deswegen gehen wir mal schnell zum Zweitplatzierten. Christa, hard fight with Jochen, but good fight at the end, no? Yeah, we do. It was towards the last straight up the hill, but Yamaha seems to be a bit faster. Yeah. I actually didn't pass him the second last lap just to wait for him to pass him uphill the last lap. But then it was a back marker, so he got a bit more speed than I expected. So it was just on the limit to make it. But und er war mit seiner Yamaha am the second Lauf again, I'm sure. Liebe Zuschauer, wir werden natürlich im zweiten Lauf auch uns Informationen holen. Was ist los mit Jochen Schmidt? Kann er nochmal angreifen oder nicht? Und jetzt verschwinden wir hier. Es geht nämlich zur Siegerehrung und ich gebe wieder ab zum Kollegen Hannes Bichterler. Ja, ein geradezu rühriger Andreas Mecklau war das eben. Was soll ihm Besseres passieren, als hier vor heimischer Kulisse 25 Punkte aufzuholen? Er macht die Meisterschaft wirklich wieder spannend. Christa Lindholm auf Rang 2 und Udo Mark auf Rang 3, pardon. Also beste Voraussetzungen hier der Punktestand. Das Ganze rückt wieder etwas zusammen. Naja gut, der Abstand sind nun 13 Punkte von Christa Lindholm auf Jochen Schmidt und Andi Mecklau auf 15 Punkte herangekommen an die 2 Führenden.